Hey, ich bin Shannon und mich gibt es bald in Die Sims 4 zu sehen. Und damit herzlich willkommen zum Vorpart der City Life Challenge, die höchstwahrscheinlich erst nächste Woche Donnerstag hier auf diesem Kanal erscheint. Denn ich habe leider ein bisschen lange gebraucht, um das ganze Videomaterial zusammenzuschneiden. Die erste Folge war auch einmal komplett weg, bevor ich sie nochmal neu aufgenommen habe. Deswegen nehmt es mir nicht übel, dass ihr diese Woche einfach nur diesen Create a Sim Part sehen werdet. Hier haben wir Shannon. Shannon ist ein, sagen wir mal, spezieller Sim. Sie kam in die große Stadt nach Senmai-Shuno, weil sie gerne reich und berühmt sein wollte. Der Haken an der Sache ist allerdings, dass die arme Shannon kein Geld hat. Sie hatte hier und da immer schon so vom Rags to Riches Phänomen gehört und dachte sich, hey, genau das kann ich auch. In einer Anzeige von SimTimes fand sie in Senmai-Shuno eine kleine, bezahlbare Wohnung, wo sie ihr letztes erspartes Geld investierte. Was die Gute allerdings nicht wusste, ist, dass diese Wohnung bis auf eine Toilette komplett leer ist. Ja, soviel zur Vorgeschichte von Shannon. Diesen Sim habe ich sehr, sehr gerne früher in Die Sims 3 gespielt und habe mir deswegen gedacht, dass ich sie unbedingt nochmal nachbauen muss in Die Sims 4. Einfach, weil auch dort in Sims 3 der Charakter einfach schon richtig toll war. Sie ist selbstsüchtig, selbstbewusst und wird dann auch noch ein Snob werden. Also es wird wirklich richtig lustig. Leider habe ich mir die Regeln der City Life Challenge erst durchgelesen, nachdem ich dieses Create a Sim Video erstellt habe und wusste also zu diesem Zeitpunkt, wie ihr das hier seht, noch nicht, dass ich eigentlich einen Teenager brauche und keine jungen Erwachsenen. Seid bitte nicht verwirrt, ich habe das im Nachhinein noch geändert. Also wir werden auf jeden Fall in der nächsten Woche mit einem Teenager starten, keine Sorge. Dann wird sie das dritte Merkmal als Snob wird sie dann nicht haben. Und bei dieser Gelegenheit würde ich sagen, kommen wir noch zu den anderen Regeln der City Life Challenge. Und zwar, wie ich schon erwähnt habe, hat sie komplett gar kein Geld. Das heißt, sie zieht in eine Wohnung, das Klo darf sie behalten und ansonsten wird das Konto komplett auf 0 Simoleons gesetzt. Wenn sie es schaffen sollte, 1000 Simoleons auf ihrem Konto zu haben, darf sie endlich einen Garten pflanzen. Damit hätten wir dann eventuell eine etwas regelmäßigere Einnahmequelle. Und wenn wir dann wirklich endlich soweit sind und ganze 10.000 Simoleons eingenommen haben, beziehungsweise gespart haben, dürfen wir endlich einen Job annehmen. Das wird zwar nichts unbedingt Lohnendes, weil wir sind ja ein Teenager, wir können also nur Teilzeitjobs machen, vielleicht noch ein paar Gelegenheitsjobs, mal gucken, was wir uns dort raussuchen werden. So, wenn wir es dann endlich geschafft haben, ganze 20.000 Simoleons zusammenzukriegen, eine 1 in der Schule bekommen haben, dann darf Shannon endlich erwachsen werden und einen richtigen Job annehmen. Denn ihrem Charakter entsprechend möchte sie gerne Stilbeeinflusserin werden. Ja, sie hat auf jeden Fall vor, viele Simstagram-Follower zu bekommen und die Menschen in ihrem ganz persönlichen, tollen Stil einzukleiden. Und wenn Shannon dann eine junge Erwachsene ist, dann ist es auch soweit, dann stellen wir die Alterung um. Bis dorthin ist die Alterung komplett aus. Das heißt, wir haben alle Zeit der Welt, um diese Ziele zu erreichen. Wenn wir eine junge Erwachsene sind, wenn wir diese 20.000 Simoleons haben und eine 1 in der Schule, wird die Lebenszeit auf lang gestellt und ab da tickt die Zeit, meine Freunde. Denn wir haben einen weiteren Meilenstein, das sind die 50.000 Simoleons. Ab diesem Betrag dürfen wir dann endlich heiraten und dann müssen wir wahrscheinlich langsam Hede machen, wenn wir irgendwann endlich mal da sind. Denn wir müssen uns das Penthouse kaufen. Also das normale immerhin nur, aber ich bin mir nicht sicher, wie teuer das Ganze wird. Könnte knapp werden. Tja, und wenn wir das bis dahin nicht schaffen, bis sie eine Erwachsene ist, dann haben wir die Challenge leider verkackt. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Seid dabei in der nächsten Woche, wenn es losgeht mit der allerersten Folge der City Life Challenge mit Shannon und mir. Ich freue mich auf jeden Fall, ich hoffe ihr auch. Und bis dahin, macht euch eine schöne Woche. Ciao!